Was ist mit der Steuer, wenn ich als deutscher Rentner im EU-Ausland meinen Lebensabend verbringe? Das fragte eine Zuschauerin, die wollte gerne wissen, Allgemeinrente und VBL-Rente im EU-Ausland. Nun generell ist es so, wenn Sie in einem der 27 EU-Staaten Ihren Lebensabend verbringen, dann ändert sich erstmal grundsätzlich nichts. Sie bekommen nach wie vor Ihre deutsche Rente auf ein Konto Ihrer Wahl überwiesen. Es können natürlich im Einzelfall Bankspesen, Überweisungskosten oder auch Kursverluste anfallen. Die gehen natürlich zu Ihren Lasten. Ja, und dann ist grundsätzlich auch das Gleiche in Island, Liechtenstein, Norwegen und in der Schweiz ändert sich meist auch nichts. Aber ja, wie gesagt, bundeseinheitlich gibt es auch nichts mit den Bundesländern. Genauso ist es mit der EU und da ist in jedem Land doch ein bisschen etwas anderes zu beachten. Ich habe mich heute dazu entschlossen, als Beispiel mal das Land Portugal zu nehmen. Was da zu beachten ist als Rentner, bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Immer mehr Rentner zieht es nach Portugal. Das liegt zum einen an den sehr freundlichen und herzlichen Menschen, an dem Klima, an dem Atlantik, am Meer, die abwechslungsreiche Landschaften, eine leckere Küche, aber auch die Lebenshaltungskosten. Und dann gibt es noch eine Besonderheit in Portugal, nämlich den Sonderstatus, diesen steuerlichen Sonderstatus. Also bis 2020 war es ja so, dass man 10 Jahre lang steuerfrei in Portugal leben konnte. Das wurde zum April 2020 geändert und es gibt einen steuerlichen Sonderstatus, der besagt, dass man für 10 Jahre 10% Steuern auf seine Rente zahlt. Und um diesen Steuerstatus zu bekommen, muss man natürlich einiges beachten. Also man unterscheidet in Portugal einmal zwischen aufenthaltsrechtliche und steuerliche Anmeldung. Nach den europäischen und aufenthaltsrechtlichen Vorschriften müssen Sie nach 3 Monaten bei der Gemeinde Ihrer portugiesischen Wahlgemeinschaft da sich registrieren. Vor der aufenthaltsrechtlichen Registrierung müssen Sie sich allerdings steuerlich als noch im Ausland ansässig registrieren. Ja, also die brauchen für die aufenthaltsrechtliche Registrierung nämlich eine Steuernummer. Das läuft da alles ein bisschen anders als in Deutschland, aber Sie können nach der aufenthaltsrechtlichen Registrierung, können Sie sich unter Vorlage der Aufenthaltsbescheinigung als in Portugal steuerlich ansässig registrieren. Gleichzeitig erfolgt der Antrag auf Erwerb des steuerlichen Sonderstatus. Und mit Erwerb dieses steuerlichen Sonderstatus stellt der portugiesische Staat Ruhegehälter bis zum 1. April 2020, das war also letztes Jahr, von der Steuer komplett frei. Und das war auch 10 Jahre befristet. Und jetzt ist es eben 10 Jahre lang 10%. Der normale Einkommenssteuersatz beträgt zwischen 14,5 und 48% in Kontinentalportugal. Auf Madeira und Azoren gelten andere Steuersätze. Steuerberater wie in Deutschland gibt es in Portugal nicht. Es gibt da einmal die Rechtsanwälte, denn die Wirtschaftsprüfer und die zertifizierten Buchhalter. Wenn Sie jetzt ein Problem haben, dann gehen Sie zuerst zu einem Rechtsanwalt, der auch im Steuerrecht tätig ist. Dem stellen Sie seine Fragen. Aufgrund der Fragen kann der Rechtsanwalt Ihnen dann sagen, ob er zuständig ist, ein Wirtschaftsprüfer oder ein zertifizierter Buchhalter. Also das ist nicht so, dass Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Buchhalter gegeneinander arbeiten, sondern die arbeiten im Prinzip miteinander. Und der im Steuerrecht tätige Rechtsanwalt, der wird Sie aufgrund Ihrer Fragen denn zu der richtigen Person schicken, die Ihnen dann weiterhilft. Die EU-Vorschriften für Rentner ermöglichen Ihnen in jedem beliebigen europäischen Land Ihre Rente zu beziehen. Als Rentner im europäischen Ausland sind Sie mit einer deutschen Rente auch weiterhin in Deutschland krankenversichert. Das ist das, was natürlich viele interessiert mit der Krankenversicherung. Wenn Sie nicht mehr in Deutschland wohnen, dann wird natürlich im Auftrag der deutschen Rentenversicherung überprüft, ob Sie noch am Leben sind.
Es erfolgt mit einer sogenannten Lebensbescheinigung in vielen Ländern. Es gibt Ausnahmen, wo automatisch gemeldet wird und diese Lebensbescheinigung nicht erforderlich ist. Aber im Allgemeinen bekommen Sie diese zugeschickt und lassen sie dann im Ausland ausfüllen und bestätigen. Ja, und bei Hochbetagten, so ab 95, da wird es generell ja regelmäßig überprüft. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt mal ganz kurz etwas über das EU-Ausland Portugal. Portugal ist ein sehr, sehr schönes Land. Es ist vom Klima her für Rentner natürlich ideal, für die Knochen, für alles. Und ich werde im nächsten Video mal ein anderes Land raussuchen. Wir können ja zum Beispiel Ungarn oder Bulgarien nehmen, also ein Land, wo die Lebenshaltungskosten relativ niedrig sind. Schreiben Sie es unten in die Kommentare. Lassen Sie mich wissen, welches Land innerhalb von Europa jetzt erstmal Sie interessieren würde. Ja, für heute alles Gute. Bis zum nächsten Video. Jutta Martin.